Willkommen zurück hier bei den Knauf Werktagen 2023. Wir stellen Ihnen hier gerade beim digitalen Messerundgang alle möglichen Produkte und Verfahren von Knauf vor, die man sich hier vor Ort anschauen kann, aber die Sie sich eben in diesem Livestream auch mit uns zusammen hier anschauen können. Falls Sie gleich oder später Fragen haben zu einem bestimmten Produkt, zum Beispiel zu dem, was wir Ihnen jetzt gleich vorstellen, dann stellen Sie uns die Fragen gerne in den Chat. Den Chat finden Sie auch in dem Messeportal, im digitalen Messeportal, in dem Sie ja gerade sind. Ziemlich einfach zu finden, einfach die Frage reinstellen und dann kann ich die hier direkt an meine Interviewpartner vor Ort auch weiterleiten und dann können wir möglichst schnell die Frage beantworten. Jetzt gucken wir aber mit Ihnen zusammen dahin, nach oben. Es geht nämlich um das Thema Decke. Knauf Ceiling Solutions ist der Bereich, den wir uns jetzt hier genauer anschauen. Und das machen wir zusammen mit Frank Blockstadt, das ist der Experte hier. Hallo Frank. Johannes. Grüß dich, hi. Ceiling Solutions, welche Anwendungsbereiche gibt es da überhaupt prinzipiell? Also klar, es geht um die Decke, aber was kann ich damit genau machen? Ja, es geht zwar, wie der Name schon impliziert, zwar auch um Decken, aber es geht auch um viel mehr. Es geht um Wandlösungen, schwerpunktmäßig geht es um Schallabsorption, um hochabsorbierende Produkte für die Anwendung in der Decke als auch in der Wand. Wir sind als Multimaterialhersteller einfach in der Knauf-Gruppe mit fantastischen Produkten aufgestellt und ja, dafür stehen wir hier halt in der Knauf-Gruppe. Wo siehst du denn generell die Zukunft der Decke? Also was sind so Trends, Innovationen, wo du sagst, da geht die Richtung hin, das wird immer mehr, das wird kommen? Also der Trend, den wir bei den Planern und ja, bei den Architekten einfach feststellen, ist dass das Thema offene Deckengestaltung, offene Deckenlösungen einfach ein Riesenthema wird, sei es aktivierte Decken, als auch einfach offene Deckenlösungen, die dann aber halt auch Funktionalitäten wie Akustik beinhalten müssen. Da haben wir halt fantastische Lösungen hier in unserem Messestand aufgebaut, die man sich sehr, sehr gut anschauen kann. Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Das ist ein Riesenthema, was wir natürlich mit unseren Produkten toll bespielen können. Dann lass uns gerne mal ein paar Beispiele anschauen. Du hast hier, glaube ich, 2, 3 Highlights rausgepickt, die wir uns mal angucken können. Was gucken wir uns an? Womit fangen wir an? Also wir fangen mal an mit diesen Open-Plenum-Lösungen. Das sind diese offenen Deckenlösungen. Das Spannende bei uns ist, dass wir halt all diese Formen, Farben, Variationen in verschiedenen Materialitäten liefern können. Das heißt, der Architekt hat die völlig freie Gestaltungsmöglichkeit zu sagen, wie will ich planen, was will ich planen, in welchen Farben plane ich, in welchen Materialitäten plane ich und ist da völlig frei in der Gestaltung. Mit solchen Deckensegeln als Sechseck, als Quadrat, als Rechteck, als runde Deckensegel und das Ganze kann auch in die Wand übernommen werden als Wandabsorberlösungen. Dazu gibt es halt solche fantastischen Baffellösungen, wie sie hier zu finden sind. Das ist dann das, was quasi hier senkrecht von unten runterhängt. Ne? Das nennt sich Baffeln, die dienen auch der Schallabsorption. Und wenn ich gerade in Räumen, wo ich zum Beispiel eine Betonkernaktivierung habe, dann brauche ich diese freien Deckenquerschnitte, damit halt diese Betonkernaktivierung funktioniert. Und dafür sind dann halt solche freien Deckenlösungen wunderbar zu nutzen. Du hast es schon angesprochen, alle diese Deckenlösungen sollen ja nicht einfach nur gut aussehen, sondern die haben auch eine Funktion. Genau. Und das ist die Raumakustik. Warum ist es denn überhaupt wichtig, über die Raumakustik auch bei der Decke nachzudenken? Raumakustik ist ein Thema, was für uns natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist oder für uns alle ganz wichtig ist. Lärm ist der größte Störfaktor, Lärm macht krank und durch Schallabsorption reduzieren wir den Lärmpegel und schaffen einfach ein angenehmes Raumklima. Und das ist halt eine super Geschichte. Können wir uns gerne mal anschauen an unserer Schallkabine. Anschauen und anhören, ne? Ganz konkret. Anhören, genau, ja. Gehen wir mal rüber. Genau. Also, das hier ist die Schallkabine, wo wir jetzt mal reingehen können. Vielleicht sagst du einen Satz vorher dazu. Was erwartet mich jetzt da drin? Also das Spannende bei dieser Schallkabine ist hier, dass wir Akustik spürbar machen. Also Akustik funktioniert ja über die Ohren. Und wir können hier darstellen, was passiert, wenn ich nur schallharte, reflektierende Flächen habe und wenn ich dann rübergehe hier in einen hochabsorbierenden Bereich, wie sich das Raumgefühl für die Ohren verändert. Und das ist ein ganz faszinierender Aspekt, den man hier sehr gut plastisch machen kann. Am besten gehst du mal alleine durch und ich erwarte dich hier wieder, okay? So machen wir es, alles klar. Dann komm mal gerne mit der Kamera und ich gehe einmal hier durch und ich bin jetzt hier in dem ersten Raum und hier haben wir tatsächlich sehr glatte Flächen. Sieht ja auch aus wie so ein U-Bahnhof und ich weiß nicht, ob man das gut hört über das Mikrofon, aber es klingt sehr dosig und schallig. Also es kommt hier irgendwie gerade alles so von allen Wänden zurück. Es klingt auf jeden Fall nicht besonders schön.
Und jetzt gehe ich mal hier durch diesen Durchgang durch und jetzt bin ich in dem Bereich, wo die absorbierenden, also die schallabsorbierenden Flächen angebracht sind. Das sieht man hier an den Seiten ganz schön, dass es so ein sehr raues Material ist. Aber auch die restlichen Materialien an der Decke und an den Wänden sind alle schallabsorbierend, habe ich mir zeigen lassen. Und man merkt tatsächlich einen wirklich großen Unterschied im Klang, schon bei der eigenen Stimme. Es ist echt, habe ich gerade schon gesagt, es ist echt erstaunlich, wie man einfach den Unterschied merkt, ne? Von einer Kabine in die andere. Genau, vollkommen richtig. Und das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt in den Anwendungen, in denen wir sehr, sehr stark unterwegs sind, wie Schulen, Kindertagesstätten. Überall dort, wo es um Lernen geht, wo es um Konzentration geht. Wenn ich in so einem Raum lernen muss, der so schallhart installiert ist, da kann sich keiner konzentrieren. Und wenn ich so einen Raum habe, der super ausgestattet ist, dann fällt das Konzentrieren auch wesentlich und das Lernen wesentlich leichter. Ne? Dann lass uns doch gerne mal weiterschauen. Wir haben nämlich noch einen Bereich, den wir uns hier angucken, bei euch auf dem Stand. Und das ist die modulare Deckenlösung, glaube ich. Ne? Gucken wir einmal hier vielleicht, einmal hier drumherum, schaffen wir uns etwas Platz. Hallo, guten Tag zusammen. Guten Tag. Modulare Deckenlösung, habe ich schon gesagt. Was ist das? Genau. Wir beschäftigen uns ja viel mit ganz vielen modularen Deckenlösungen. Aber das hier ist halt eine ganz besondere Deckenlösung, weil ursprünglich kennt man das Thema modulare Decke ganz oft aus Discountern, aus Bereichen, die dann halt letztendlich eine geschlossene Decke brauchen, wo ich aber halt zum Beispiel die Unterkonstruktion sehe, wo ich dann halt die Platte einfach nur einlege und dann sehe ich halt so eine Unterkonstruktion und ich sehe die Platte. Man kann mal schnell ran, falls irgendwas kaputt ist oder so. Ne? Modular bedeutet immer, dass ich Revisionierbarkeit habe, dass ich immer schnell an jeder Stelle rankomme und mal gerade einen Absperrhahn zumachen kann oder an Haustechnikanlagen herankomme. Und hier haben wir jetzt ein modulares Deckensystem, was halt wirklich eine komplett geschlossene Oberfläche hat, wo ich die Unterkonstruktion überhaupt nicht wahrnehme. Und das ist halt ein tolles System. Und da zeigt uns der Hans Karl jetzt mal einmal, wie man so eine Decke einfach mal, wie man eine Platte einlegt und wieder reinlegt. Also das funktioniert kinderleicht, super einfach. Und Hans Karl macht das jetzt mal gerade für uns, okay? Okay, ja, dann zeig doch gerne mal. Also einfach anheben. Ja. Sieht man ja hier keine Schienenkonstruktion, sondern die Schienen sind komplett verschlossen. Zuerst sieht sich das ziemlich kompliziert an, aber wenn man weiß, wie das funktioniert, ist es ziemlich einfach. Ich kann jede zweite Platte revisionieren zum ersten. Ich hebe die Platte hoch, gehe aus und gehe aus der Konstruktion raus. Wir sehen hier an der Seite die Profile. Die Profile unterstützen das Produkt, um keine Durchbiegung der Platte zu erreichen. Wenn ich dann wieder reingehe in die Konstruktion, gehe ich hoch, fahre mit den Schienen hier in die Oberschiene rein, halte sie fest, fixiere sie und fällt runter und die Decke ist wieder geschlossen. Und schon ist sie wieder drin. Okay. Ja, das würde, glaube ich, selbst ich noch einigermaßen fix hinbekommen. Ne? Bitte, können wir gerne tauschen. Ich belasse es mal. Ich belasse es mal bei Ihrer Vorführung. Das sah doch schon total gut aus. Vielen Dank dafür. Gerne. Wir gucken uns jetzt auch noch einen weiteren Bereich an. Da geht es, glaube ich, um das Thema Brandschutz jetzt vor allem, ne? Bei den Deckenlösungen. Zu den vielen anderen Themen, die wir halt auch bespielen, ist es zum Beispiel auch das Thema Brandschutz, was wir haben. So eine Brandschutzdecke, im Falle eines Brandes ist es immer so, dass die Fluchtwege natürlich frei bleiben müssen. Das heißt, es braucht Möglichkeiten, wo wir letztendlich Brandschutz von oben und unten haben, damit ich 30 Minuten den Rettungsweg frei halte. Und da haben wir hier ein fantastisches System, das ist unsere F30 Uno. Das ist das hier, die große, lange Schiene an der Seite? Das System hier, da haben wir 2,80 Meter, die wir da frei überspannen können mit diesen entsprechenden Konsolenlösungen. Und das Tolle dabei ist halt wirklich Brandschutz von oben bis unten, selbstständiger Brandschutz an der Stelle. Und das sorgt natürlich für große Sicherheit letztendlich in dem Bereich Rettungswege und Anwendungen rund um dieses Thema. Frank Blockstadt, vielen Dank für diese tollen Erklärungen und dass du mir alles gezeigt hast. Dankeschön, Frank. Viel Spaß noch auf dem Kraftwerk dann. Dankeschön, danke.